Es ist erstmal gut, dass wir beide tief gelaufen sind, weil dann hatten wir schon mal die doppelte Möglichkeit, dass einer von uns beiden zumindest den Ball kriegt. Aber ja, ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass ich vielleicht noch in einer besseren Position bin, weil ich 1-2 Meter vor dem Verteidiger dann war. Aber war mir selber sicher, dass ich auf gar keinen Fall so abseits war und hatte ihn eigentlich die ganze Zeit angeschrieben, dass er den bitte durchlassen soll. Hat er dann auch gemacht. Der erste Kontakt ist mir sehr gut gelungen und dann am Ende habe ich auch die Chance gehabt, dann den direkt zu nehmen. Ob er am Ende absetzt, das weiß ich nicht, aber das war, glaube ich, im Großen und Ganzen ein guter Ablauf und ja, hat uns für den Moment dann zumindest erstmal gut getan. Und dann bei 3-1 fand ich, ja, mit Jule seine Aktion, die war überragend. Ne? Und ich dachte, geil, gut verteidigt. Ne? Eben nicht vielleicht das beste Spiel gemacht, aber die Chancen vorne reingeknallt und hinten dann so gut es geht verteidigt. Und dann am Ende ist leider alles so ein bisschen zusammengekommen. Ne? Rote Karte, ist scheiße gelaufen. Ne? Du bist ein guter Junge, vielleicht noch ein bisschen unerfahren da in der Situation. Er macht hier eines der ersten Spiele, aber ich will jetzt gar nicht zu sehr ihm da draufhauen, was auch immer, ne? weil er hat es eigentlich gut gemacht die letzten Wochen. Es ist halt eine doppelte Bestrafung. Es ist am Ende eine rote Karte, das heißt, du bist 10, 12 Minuten einmal weniger und der Elfmeter. Eins von beiden wäre mir am Ende lieber gewesen, am besten nur ein Elfmeter. Weil am Ende passiert das logischerweise und Filippo ist ein junger Spieler, ja, als 17-, 18-Jähriger auch super viele Fehler mal gemacht und daran reifst du. Also das wird man früher oder später auch merken. Das ist Erfahrung, die du dazu gewinnst und da wird auch keiner jetzt in der Kabine sagen, wegen dir ist irgendwas, überhaupt nicht. Aber durch solche Geschichten wird man natürlich oder lädt man natürlich dann St. Pauli auch wieder ein und hier in dem Stadion, wo eine super Stimmung herrscht, müssen wir es vermeiden einfach, nach 3-1-Führung, 2-0-Führung, was auch immer, dann den Gegner nochmal irgendwie ja, die Chance zu geben, nochmal zurückzukommen. Trifft er überragend, ne? Ja, perfekt sogar. Ich glaube, ich bin noch ganz leicht dran sogar. Aber ja, so, macht er gut noch. Ich finde, wir lassen es auch ein bisschen zu. Also wir passen uns so ein bisschen, wie auch schon in Essen, so ein bisschen an. Und da fehlt mir dann so ein bisschen, dass wir dann auch unseren eigenen Stempel aufdrücken. Also am Ende ist klar, wenn du hier in St. Pauli spielst, dass du lange Bälle haben wirst, hohe Bälle in der Luft, viele Zweikämpfe am Boden, viele Zweikämpfe, zweite Bälle. Aber es ist schon in Ordnung, auch selber Fußball spielen zu wollen. So. Und das, finde ich, das sollten wir uns dann am Ende auch schon zutrauen und das dürfen wir uns auch genehmigen hier. Und das hat mir dann am Ende ein bisschen gefehlt, dadurch wurde es logischerweise wild. Und trotz alledem, wie ich gerade gesagt habe, bist du dann am Ende in der Situation, dass du 3-1 führst und dann darfst du natürlich am Ende zum einen die rote Karte, den Elfmeter, lass ich jetzt mal dahin stehen, aber darfst die rote Karte einfach nicht zulassen. Und dann bin ich mir sicher, dass du das hier auch über 90 Minuten übers Ziel bringst. Es war nicht unbedingt eines unserer besten Spieler, ne? Ich glaube, das darf man auch so sagen. Trotzdem haben wir durch individuelle Qualität 3 Tore hier geschossen und hätten eigentlich so ein Spiel gut nach Hause bringen können. Ne? Saisonstart, auswärts, ekliges Spiel. Und dann dieses Spiel nach Hause zu bringen. Ne? Ja, und dann am Ende hast halt nur einen Punkt aus so einem Spiel, ne, wo extrem frustrierend dann ist, weil die Chance da gewesen wäre, so ein Spiel trotzdem mit 3 Punkten nach Hause zu bringen.